Willkommen zu diesem Video und in diesem Video zeige ich dir, wie du den perfekten Fingersatz am Klavier findest. Ich persönlich sehe es nicht immer ganz eng mit dem Fingersatz, trotzdem ist dieses Video ein mega spannendes Video, wenn du es ernst meinst am Klavier. Wenn du es ernst meinst mit deinem Fingersatz, dann findest du den nicht, dann erarbeitest du ihn in dir. Das heißt, das ist ein extra Arbeitsschritt. Bei einem solchen Blatt findest du gar keine Zahl. Das heißt, hier ist gar kein Fingersatz vorbereitet. Zeit für dich, dich an die Arbeit zu machen. Einen Fingersatz muss man immer erarbeiten, sobald die Hand sich ein bisschen mehr bewegen möchte und nicht einfach diese 5 nebeneinander liegenden Töne spielt. Nämlich zum Beispiel auch mal springen muss oder sich deutlich mehr bewegen muss. Dafür gibt es 4 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, tatsächlich zu springen. Gibt es eine Pause, gibt es genügend Platz, dann kannst du die Hand einfach komplett zu den 9 Tasten bewegen. Möglichkeit 2 ist, dass du den Daumen untersetzt oder den Zeigefinger oder Mittelfinger übersetzt. Das sieht so aus. Hier setzt der Daumen gerade unter, sobald der Mittelfinger anschlägt, zack, geht der Zeigefinger runter, der Daumen runter. Das muss nicht unbedingt der Daumen sein, das kann auch theoretisch der Zeigefinger sein, oder das kann auch der Ringfinger sein. Aber in der Regel oder sehr oft ist es der Mittelfinger. Das ist Untersetzen. Übersetzen funktioniert genau andersrum. Der Daumen spielt eine Note und hier oben setzt der Zeigefinger oder der Mittelfinger oder auch der Ringfinger über. Und zack, schon hat die Hand eine neue Position. Also Möglichkeit 2 ist Übersetzen oder Untersetzen. Möglichkeit 3 ist, auf einem sich wiederholenden Ton einen anderen Finger zu spielen. Zum Beispiel wird in der Melodie das G hier 4-mal angeschlagen, dann kannst du das mit dem kleinen Finger, mit dem 5., 4., kannst du auf dem gleichen Ton einen anderen Fingersatz spielen und schon hat die Hand auch wieder ihre neue Position eingenommen. Und Möglichkeit 4 ist, die Finger zu spreizen und insbesondere gilt das hier mit dem Daumen, nämlich schau mal, wie flexibel der Daumen hier ist. Ohne dass sich die Hand groß bewegt, kann er einfach mal einen riesigen Sprung machen. Der kleine Finger kann das schon nicht so gut, erst recht nicht. Wenn der Ringfinger hier diese Taste gespielt hat, dann kommt der Zeigefinger, also man kann natürlich Spagat machen, allerdings kommt er in der Regel, ist es eher unvorteilhaft, weil es sehr unbequem ist und das soll es nicht sein. Nachdem du jetzt die 4 Möglichkeiten des Positionswechsels der Hand kennengelernt hast, geht es darum, die entsprechende Passage zu finden. Nämlich genau wie beim Üben mit den kleinen Überabschnitten brauchen wir auch hier einzelne Abschnitte, die wir uns vorknöpfen, um den Fingersatz zu erarbeiten. Das können sowohl sehr winzige Abschnitte sein, als auch Abschnitte, die über einige Takte gehen. Die Möglichkeiten sind hier sehr umfangreich, ob man einen kleinen oder einen großen Überabschnitt wählt. Ich würde es abhängig von der Anzahl der Noten und von der Anzahl der Handbewegungen machen. Und die große Kunst dabei ist es, vorausschauend zu arbeiten. Schauen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Ich habe hier folgende Melodie. Und du hast gerade schon den Fingersatz gesehen. Ich habe hier den Daumen, das A mit dem Daumen gespielt. Dann bin ich hochgegangen mit dem kleinen Finger, weil das sehr bequem ist einfach. Ja, das wäre ein perfekter Fingersatz, um das hier zu spielen. Den Sprung vom A, den großen Sprung hier bis zum G mit Daumen und kleinen Finger zu spielen. Das ist das bequemste, definitiv. Aber es war alles andere als vorausschauend, nämlich der nächste Ton ist jetzt ein A. Und dem mit dem kleinen Finger zu spielen, ist alles andere als bequem. Keine Frage, man kann es machen. Fingersatz ist auch etwas Individuelles. Es hängt vom Schwierigkeitsgrad des Stücks ab und es hängt auch davon ab, wie schnell du es spielen möchtest und wie bequem es wirklich für deine Finger ist. Aber definitiv, das ist für mich nicht das Bequemste, vor allen Dingen, weil es etwas anderes gibt. Schau mal, das A spiele ich mit dem Daumen und das G kann ich genauso gut mit dem Ringfinger spielen. Ist zwar nicht mehr ganz so bequem wie mit dem kleinen Finger, allerdings ist es vorausschauend gedacht. Und hier kann das A ganz bequem mit dem kleinen Finger gespielt werden. Das waren meine Tipps zum Erarbeiten des richtigen Fingersatzes am Klavier. Ich habe noch ein anderes Video zu diesem Thema, wo ich ein bisschen persönlicher über das Thema Fingersatz überhaupt spreche. Das verlinke ich dir hier unter dem i in der Ecke und in der Videobeschreibung findest du auch den Link. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like es, hinterlasse einen Daumen nach oben. Wenn nicht, freue ich mich auch über einen Daumen nach unten, einfach damit ich weiß, ob ich richtig liege. Wie immer freue ich mich über deinen Kommentar und vor allen Dingen über deinen Besuch auf meiner Webseite werdemusiker.de. Links in der Videobeschreibung, Crashkurs für Anfänger, Pianokiste für Fortgeschrittene. Mega geile Tipps, ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.